Seit Jahrtausenden ragt die Sphinx aus dem Sand der ägyptischen Wüste, das Sinnbild aller Rätsel. Über ihren Schöpfer streiten die Wissenschaftler bis heute. War es der legendäre Pharao Cheops, der die größte aller Pyramiden erbaute? Wer hat dem erhabenen Löwenmenschen sein Antlitz verliehen? Kein Bildnis hat Fantasie, Wissenschaft und Forschung mehr inspiriert. Archäologen suchen nach einem Labyrinth, das ein amerikanischer Hellseher in Trance prophezeite. Er sprach von einer Halle der Erkenntnis tief unter der Sphinx. Unter ihren Pranken sei das geheime Wissen der Menschheit verwahrt. Robert Bauval glaubt, die Schöpfung aus Stein sei nach einem himmlischen Masterplan errichtet worden. Mit ihrer schweigenden Majestät sind Mythen und Mysterien verschmolzen. Wird es uns gelingen, ihr Geheimnis zu entschlüsseln? Die Suche nach Antworten hat uns durch 12 Jahrtausende geführt, von den verborgenen Kammern unter der Sphinx bis zu den Sternen. Es war im Zeitalter der Pyramiden, als Bildhauer etwas nie Dagewesenes erschufen, die Sphinx. Ein Wesen aus Löwe, Mensch und Gott. Seit jeher zieht sie die Menschen in ihren Bann. Die Faszination reicht bis in unser Jahrtausend. Im weltweiten Datennetz sind Forscher und Phantasten dem Geheimnis der Sphinx auf der Spur. Bereits im antiken Griechenland, so erzählt die Legende, stellte eine geflügelte Sphinx dem Prinzen von Theben die Frage aller Fragen. Was geht am Morgen auf 4 Beinen, am Mittag auf 2 und am Abend auf 3? Es ist der Mensch, wusste Ödipus. Am Morgen seines Lebens geht er auf allen 4, in der Mitte auf 2 Beinen und als Greis am Stock. Wer die Antwort schuldig blieb, musste sterben. Als der griechische Held das Rätsel löste, stürzte die Sphinx sich selbst in den Tod. Doch statt im Staub der Geschichte zu versinken, hat sie sich zu einem einzigartigen Mythos erhoben, in Gestalt der großen Sphinx von Gizeh. Könnte man Worte wie Magie und Geheimnis in Stein verwandeln, käme die Sphinx dabei heraus. Jeder Schuljunge, jede Hausfrau, jeder Mann kennt dieses Monument. Alle Menschen, die hierher kommen, stellt sie vor ein Rätsel. Die Ägypter in der Antike, die Griechen, die Römer, die Araber. Und selbst heute fühlt jeder, der dieses Denkmal gesehen hat, dass es etwas mit dem Leben selbst zu tun hat, mit der Ewigkeit. Ihr Bildnis vereint seit jeher Fakten mit Fiktionen. Für die Internetgemeinde ist die Sphinx ein magischer Link in die Vergangenheit. Das weltumspannende Datennetz ist heute das Medium des schlafenden Propheten, Edgar Cayce. Seine Trance-Botschaften sprechen von einer geheimen Halle. Bewacht von der Sphinx sollen hier die Aufzeichnungen einer versunkenen Kultur verborgen sein. Die Suche nach einer Superzivilisation, die Sphinx und Pyramiden erbaute, führt bis in den Kosmos. Haben Menschen mit den rätselhaften Monumenten ein irdisches Abbild des Himmels erschaffen?
Kühne Spekulationen kristallisieren sich an einem Foto vom Mars. Das Gesicht einer Sphinx auf dem roten Planeten? Kamen die Architekten von Gizeh vielleicht aus dem All? Im Internet sind Astronomen um Aufklärung bemüht. Neue Aufnahmen entlarven die angebliche Sphinx als Phantom in der Marslandschaft, als Spiel von Licht und Schatten. Seit Jahrtausenden zieht die Sphinx die großen Mysterien der Welt magisch an. Wohl keine Figur hat den menschlichen Geist mehr beflügelt als diese erste monumentale Skulptur der Menschheit. Das Geheimnis der Sphinx zu entschlüsseln gleicht der Suche nach dem Stein der Weisen. In einem alten Buch soll der universelle Code verborgen sein, mit dem die Rätsel der Welt gelöst werden können. Das Corpus Hermeticum. Urheber der Heiligen Schrift soll Hermes Trismegistos sein. Er gilt als Vater der Geheimlehren. Ein Mann, der nie gelebt hat. Seine Anhänger sahen in ihm die menschliche Inkarnation des altägyptischen Thoth, Gott der Schreibkunst, der Magie und der Wissenschaft. Skulpturen zeigen ihn als Pavian oder als Ibis, heilige Tiere im antiken Ägypten. Eine der ersten gedruckten Ausgaben des Corpus Hermeticum wird in Amsterdam aufbewahrt. Es sind Dialoge, die Hermes mit seinem Schüler Asklepios führt. Was hier unten ist, ist gleich dem, was oben ist, sind seine weltberühmten Worte. Über ihren Sinn haben Generationen von Denkern gerätselt. Wusstest du nicht, Asklepios, dass in Ägypten alles dem Himmel nachgebildet ist? Robert Bauval. Seit seiner Kindheit in Alexandria ist er fasziniert vom Land der Pharaonen. Das Gleichnis des Hermes hat den Bauingenieur zu einer spektakulären Theorie inspiriert. Wollten die Architekten von Gizeh den Himmel auf Erden abbilden? Die Triebfeder der antiken ägyptischen Zivilisation und jener Menschen, die diese Monumente errichtet haben, war der Glaube, dass der König nach seinem Tod für immer im Himmel leben würde. Daher ist es offensichtlich, dass diese Denkmäler etwas mit den Sternen zu tun haben. Mit dem Computer ist es möglich, den Himmel der Antike zu rekonstruieren und zu sehen, was die Menschen damals gesehen haben. Und als ich das sah, begann ich zu verstehen. Bauval begibt sich auf eine astronomische Zeitreise in die Vergangenheit. Für jeden Ort rund um den Globus können die Sternenkonstellationen heute errechnet werden. Für jedes beliebige Datum, selbst vor Abertausenden von Jahren. Bauval dreht den Zeiger der astronomischen Uhr zurück und macht am Himmel über Kairo eine verblüffende Entdeckung. In der Zeit um 10.500 vor Christus finden die Pyramiden ein magisches Abbild am Firmament. Die 3 Gürtelsterne des Orion entsprechen in ihrer Anordnung genau den astronomisch präzise ausgerichteten Grabmälern der Pharaonen. Purer Zufall? Oder wurden die Weltwunder von Gizeh tatsächlich nach einem himmlischen Masterplan errichtet? Das Sternbild des Orion nannten die Ägypter Sahu. Es steht für Osiris, den Gott der Toten und der Wiedergeburt. Osiris wird von seinem Bruder Seth ermordet, erzählt der Mythos. Seiner Schwester und Gemahlin Isis gelingt es, ihn noch einmal zu beleben. Sie empfängt von ihm einen Sohn, Horus. Er besteigt den Thron der Lebenden. Sein Vater Osiris aber regiert über das Totenreich.
Bauval hat auch die Position der Sphinx genau untersucht. Hinter ihr im Westen liegt das Land der Toten. Ihr Blick aber geht nach Osten, ins Land der Lebenden. Seit jeher sind die Augen der Sphinx auf jenen Punkt am Horizont gerichtet, wo die Sonne zur Tag- und Nachtgleiche aufgeht. Jenes Sternbild, das hier im Frühling am Himmel steht, bestimmte nach dem Glauben der Ägypter das astrologische Zeitalter, so Bauval. Heute bricht der Tag im Sternbild der Fische an. Doch hat es irgendwann in der Morgenröte der Menschheit einen Zeitpunkt gegeben, an dem das Frühjahr im Zeichen des Löwen begann? Einmal im Jahr wandert unser Planet durch den gesamten Tierkreis. Doch die Position der Sternbilder zur Erde ändert sich im Laufe der Jahrtausende. Das liegt am Phänomen der sogenannten Präzession. Fast unmerklich taumelt die Erde im All. So ist es zu erklären, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr am gleichen Ort nicht immer dasselbe Sternbild am Himmel erscheint. In 26.000 Jahren kreiselt der blaue Planet einmal um seine Achse. Bauval rekonstruiert die Himmelskarten der Antike. Für das Jahr 10.500 vor Christus entdeckt er eine zweite Konstellation, die das Rätsel in Stein erklären könnte. In dieser Zeit geht die Sonne von Gizeh im Sternbild des Löwen auf. Die Sphinx blickt auf ihr kosmisches Ebenbild in den Sternen. Was hier unten ist, ist gleich dem, was oben ist, so die Botschaft des Hermes. Und zur selben Zeit bilden im Süden die 3 Sterne des Oriongürtels den himmlischen Spiegel der Pyramiden. Bauval glaubt, dass in Ägypten vor 12.500 Jahren eine unbekannte Zivilisation lebte, die ihrer Zeit weit voraus war. Mit ihrem Know-how sollen diese Menschen den Plan für Pyramiden und Sphinx erdacht haben. Doch erst 8.000 Jahre später, zur Zeit der Pharaonen, hätten Ägypter über die Techniken verfügt, das Mammutprojekt zu verwirklichen. Archäologische Beweise für Bauvals These gibt es nicht. Und ob die Baumeister der Pyramiden unsere heutigen Tierkreiszeichen bereits kannten, ist ungewiss. Die meisten Astronomen halten die Orion-Theorie für reines Blendwerk. Zieht man die Eigenbewegung der Sterne mit ins Kalkül, stimmt die Konstellation nicht mit den Pyramiden überein. In seinem mystischen Werk berichtet Hermes, seine Ahnen hätten die Tempel in Ägypten erbaut, um alles Wissen darin niederzulegen. Erkenntnisse über Alchemie und Astronomie, über Mathematik, Magie und Medizin. Dieser Papyrus aus einer Berliner Sammlung stammt aus dem Mittleren Reich. Er erzählt, dass bereits Cheops nach dem Hort des Wissens suchte. Er befragte einen Zauberer nach dem Schlüssel zu dem Heiligtum des Thoth. Unter den Pranken der Sphinx soll ein Labyrinth zu einer geheimnisumwitterten Halle der Aufzeichnungen führen. Die Grabkammer der Teti-Pyramide in Saqqara könnte die Legende von dem verborgenen Wissensschatz inspiriert haben. In Hieroglyphen verschlüsselte Botschaften künden von der Himmelfahrt des Königs und seiner Herrschaft im Jenseits. Magische Formeln über Erze, die dem toten Pharao neues Leben einhauchten, sind hier für die Ewigkeit bewahrt. Sie beflügelten den Geist der Alchemisten und den Mythos vom Geheimwissen des Thoth.
In allen Epochen haben Menschen nach jenem Ort gesucht, an dem die Antworten auf alle Fragen verborgen liegen. In moderner Zeit sind sie den Weissagungen eines amerikanischen Wunderheilers gefolgt, Edgar Cayce. Der schlafende Prophet spricht in Trance über die Halle der Aufzeichnungen und beschreibt den genauen Lageplan. Es gibt einen Gang von der rechten Vorderpranke der Sphinx zum Eingang der Kammer. Darin sei das Wissen einer untergegangenen Kultur verborgen. Cayce hielt sich für die Reinkarnation eines Hohepriesters, der früher auf der Insel Atlantis lebte. Den Wahrheitsgehalt seiner spiritistischen Eingebungen versuchen die Erben des schlafenden Propheten bis zum heutigen Tag wissenschaftlich zu belegen. Eine amerikanische Expedition ist der Sphinx vor fast 30 Jahren mit gewaltigen Bohrmaschinen zu Leibe gerückt. Zwischen den Pranken dringen sie 7 Meter tief in das Gestein. Den prophezeiten Tunnel aber finden die Forscher nicht. Die von höchster Stelle genehmigten Experimente sind heute höchst umstritten. Fast hätten sie das Denkmal zerstört. Seismische Messungen deuten auf Kammern tief unter dem Leib der Sphinx hin, doch sie erweisen sich als natürliche Hohlräume. Weitere Sprengungen und Bohrungen hat die ägyptische Altertümerverwaltung untersagt. Für die Verfechter von Cayces Theorie eine gezielte Verschwörung der traditionellen Archäologie. Ernstzunehmende Hinweise auf eine Halle der Aufzeichnungen unter der Sphinx gibt es nicht. Phantasten widmen sich bis heute der Frage, ob die Sphinx in grauer Vorzeit von einer gewaltigen Flut heimgesucht wurde. Einst waren die Pyramiden von einem Meerbusen umgeben, berichtet bereits Herodot. Manche sehen in den auffälligen Erosionsmustern im Kalkstein ein Indiz für sintflutartige Regenfälle. Hermes erbaute die Pyramiden, weil er die Sintflut kommen sah und das Erbe der Menschheit retten wollte, berichtet eine arabische Schrift. Herodots Bucht gab es tatsächlich. Vor etwa 3 Millionen Jahren entstand der Fels, aus dem der Mensch eines Tages die Sphinx erschaffen sollte. Dieser Mann fahndete vor 70 Jahren nach Beweisen für die Flut, der Mathematiker René Schwaller de Lubitsch. So könnte es gewesen sein, als der Franzose an der Sphinx nach geologischen Merkmalen der Flutkatastrophe suchte. Vertikale Rillen in den Kalksteinschichten führt er auf Auswaschungen durch Wasser zurück. Für ihn lässt es nur einen Schluss zu: Die Sphinx muss ein Relikt eines versunkenen Volkes sein. Doch von der vorzeitlichen Zivilisation kann er keine einzige Spur auffinden. Die Debatte über die wahren Ursachen der Erosion aber schlug hohe Wellen. Sintflutartige Regenfälle gab es in Ägypten zuletzt vor etwa 7000 Jahren. Zu früh für eine Hochkultur. Die Spuren der Verwitterung werden laut Lehrmeinung durch Wind, Sand und Salzausscheidungen im Kalkstein verursacht. Welche Indizien führen Archäologen für die Datierung der Sphinx ins Feld? Woher wissen sie, dass die Rätselfigur aus der Zeit der Pyramidenbauer stammt? Nur ein einziger Mensch, so glauben Ägyptologen, hat der Nachwelt ein wahrhaftiges Zeugnis vom Schöpfer des Sphinx hinterlassen.
3500 Jahre vor unserer Zeit. Ein ägyptischer Aristokrat jagt im Tal der Gazellen, nahe der berühmten Grabstätte seiner Ahnen. Im Schatten des Sphinx schläft er ein, so erzählt die Legende. Im Traum erscheint sie ihm als Sonnengott Re und verspricht ihm den Thron der Pharaonen. Zum Dank soll er sie vom Wüstensand befreien, denn nur ihr Kopf ragt aus den Dünen, als sie zu dem Prinzen spricht. Der hohe Herr erfüllt den Wunsch des Sphinx. So wird sie zum Königsmacher. Als Pharao Thutmosis IV. Herrscht der einstige Träumer über Ägypten. Zwischen den Pranken des Sphinx errichtet Thutmosis die Traumstele, eine schwere Granittafel, auf der seine Geschichte geschrieben steht. In Zeile 13 war einst ein Wortfetzen zu lesen: Kef. Die mysteriöse Zeile gilt bis heute als Schlüssel zum Schöpfer des Sphinx. Wie stichhaltig aber ist dieses Indiz? War es wirklich Pharao Khephren, der die Löwenfigur erbauen ließ? Das Antlitz des Königs haben die Bildhauer der Antike in einer meisterhaften Skulptur verewigt. Sie ist heute im Ägyptischen Museum in Kairo zu bewundern. Der Pharao thront auf einem Löwenstuhl. Die Raubkatze war ein Sinnbild göttlicher Königswürde. Als erster nannte er sich Sohn des Re, so die Zeichen für seinen Namen. Der Pharao war der irdische Vertreter des Himmelsgottes, der lebende Horus. Hat die Sphinx einst wirklich seine Züge getragen? War es Khephren, der die Figur aus Löwe und Mensch zum Symbol seiner Macht erklärte? Fast nichts ist bekannt über den Herrscher, dessen Baumeister ein Weltwunder aus Stein in die Wüste setzten, ein gigantisches Grabmal, das die Pyramide seines Vaters Cheops fast noch zu überragen scheint. Am Fuß der Pyramide standen imposante Tempel. Hier führten Priester jene geheimnisvolle Zeremonie aus, die das ewige Weiterleben des Pharao ermöglichen sollte, die Mumifizierung. Durch schmale Schlitze fiel einst Licht in das Heiligtum. Es warf seinen Glanz auf die prachtvollen Skulpturen des Khephren. Jedes Element eine Station auf dem Weg ins Jenseits. Im Taltempel begann der Highway in die Ewigkeit. Hier trug eine feierliche Prozession den Sarkophag mit der Mumie des Pharao zum Totentempel hinauf. Einst war der Aufweg überdacht. Sterne zierten die Decke des Tunnels als Wegweiser für die Reise in das Reich der Toten. Was hat die Menschen vor 4500 Jahren bewegt, diese gewaltigen Monumente aus dem Fels zu meißeln? Die Sphinx und die Pyramiden waren die Symbole des Königtums und der Nation. Es waren nationale Projekte für ganz Ägypten. In meinen Augen haben die Sphinx und die Pyramiden Ägypten erschaffen. Durch ihren Bau haben die Ägypter Kenntnisse über Astronomie, Kunst, Wissenschaft und Technologie erworben. Und das hat Ägypten aufgebaut. Die Sphinx habe einst die Züge ihres Schöpfers getragen, so Havas, das Antlitz des Khephren. Computerexperten und Künstler haben das Gesicht von Khephren digital modelliert. Ihr Ziel ist es, mit den gewonnenen Daten die Sphinx nach seinem Bildnis zu rekonstruieren. Doch wie realistisch ist das Porträt des Königs? Schon im Alten Reich haben Bildhauer die hervorstechenden individuellen Merkmale der Herrscher abgebildet. Das belegen kunsthistorische Vergleiche. Zudem aber waren ihre Werke stark idealisiert.
wie bei Computerkünstlern in heutiger Zeit. Bit für Bit verleiht der Rechner dem zerstörten Gesicht des Sphinx die makellosen Züge des Pharao. Khephren, der lebende Gott des Himmels und des Lichts. So könnte die Sphinx einst ausgesehen haben, wenn die Lehrmeinung Recht behält. Dr. Rainer Stadelmann, ehemaliger Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo. Er ist davon überzeugt, die Lehrmeinung widerlegen zu können. Seine Indizien sprechen gegen Khephren als Schöpfer der Sphinx. Die Sphinx hatte im Alten Reich bestimmt keinen Bart, das sieht man an dem Ansatz am Kinn. Wäre es Khephren, der immer einen Bart an seinen Statuen trägt, dann müsste die Sphinx einen Bart gehabt haben. So kann es eigentlich nur Cheops gewesen sein. Das glatte Kinn ist nicht das einzige Argument des Archäologen. Auch die Traumstele lässt er nicht als Beweis für Khephren gelten. Sie benannte nur die beiden Könige, die hier Heiligtümer bauten. Es stand hier ganz sicher der Name des Cheops und des Khephren, aber kein Wort davon, dass Khephren die Sphinx hat errichten lassen. Von Cheops ist nur ein einziges Bildnis erhalten geblieben. Diese weltberühmte, nur 7,5 Zentimeter große Statuette aus Elfenbein. Sie wird im Ägyptischen Museum in Kairo aufbewahrt. Stadelmann hat die Sphinx bis ins Detail untersucht. Er will die Epoche ihrer Entstehung an ihrer Gestaltung erkennen. Ein ganz entscheidendes Kriterium ist das Kopftuch. Die Sphinx trägt das ältere Kopftuch, das voll plissiert ist, auch hier über dem Schädel. Die Statue des Khephren hat ein Kopftuch, bei dem nur die Lappen plissiert sind. Vermutlich war der obere Teil des Kopftuches vergoldet. Damit gehört die Sphinx einer älteren Periode an. Die kunsthistorische Einordnung spricht für die Zeit von Cheops. Doch lässt sich der Erbauer tatsächlich aufgrund von anatomischen Merkmalen identifizieren? Zunächst der Vergleich mit Khephren. Ohren, Kinn und Augen scheinen nicht mit der Sphinx übereinzustimmen. Mehr Ähnlichkeiten entdeckt Stadelmann bei Cheops. In dem fast quadratisch geformten Gesicht der Sphinx sieht er das Antlitz des großen Pyramidenbauers verborgen. Die Simulation des Cheops-Kopfes nach dem Vorbild einer winzigen und beschädigten Statuette ist eine Herausforderung. Ägyptologen, Künstler und Anatomieexperten, jeder macht sich bei den Recherchen sein eigenes Bild des Königs. Der eine glaubt ein Lächeln, der andere einen mürrischen Ausdruck zu erkennen. Wer war es wirklich, der sich in Gestalt einer Sphinx verewigen ließ? Cheops oder sein Sohn Khephren? Die Spekulationen um Cheops als Erbauer der Sphinx erreichen einen aufsehenerregenden Höhepunkt, als ägyptische Archäologen den Eingang zu einem Schachtsystem entdecken. Legenden ranken sich um einen Tunnel, der die Sphinx mit der Pyramide des Cheops verbinden soll. Doch zu welchem Zweck? Es gibt nur wenige Filmaufnahmen von dem Labyrinth. Schwindelerregend tief führt der Schacht in den felsigen Untergrund. Der Abstieg ist ein Abenteuer.
Die Wissenschaftler sind auf ein verwinkeltes System von Grabkammern gestoßen. Die erste Ebene ist leer. Ein zweiter Tunnel führt in einen Raum mit 6 in den Stein geschlagenen Nischen. In 2 dieser Kammern stehen tonnenschwere Granitsarkophage. Vermutlich fanden hier ägyptische Aristokraten ihre letzte Ruhestätte, jedoch nicht zu Cheops-Zeiten. Aufgefundene Knochen und Tonscherben stammen aus einer späteren Epoche, um 500 vor Christus. Eine archäologische Sensation entdecken die Ausgräber in der 3. Grabkammer. 30 Meter unter der Erde finden sie etwas, das man bis dahin für reine Fantasie des griechischen Historikers Herodot gehalten hat. Er erzählt von einem unterirdischen Gemach, in dem Wasser in einem künstlichen Bett eine Insel umfließt. Dort soll Cheops begraben sein. Wurde die Mumie des Pharao einst wirklich in diesem Granitsarkophag bestattet? Ich habe mit diesem Schacht 2 wichtige Entdeckungen gemacht. Die erste ist, dass es sich um das Grab handelt, das Herodot beschrieben hat. Niemand ahnte, dass es tatsächlich existierte, bis ich es ausgegraben habe und den Sarkophag fand. Die zweite Entdeckung ist, dass es sich um ein symbolisches Grab für den toten Gott Osiris handelt. Osiris, der auch über das unterirdische Labyrinth von Gizeh regierte. Ich muss sagen, das Osiris-Grab ist wirklich die aufregendste Entdeckung meines Lebens. Vier Säulen bildeten hier einst das hieroglyphische Zeichen Bir, Palast des Osiris. Herodots Geschichte vom Grab des Cheops ist damit widerlegt. But I did not solve all the mystery. Still, there is something that I did not solve it. Aber eines können wir noch nicht erklären: diesen Tunnel. 9 Meter weit konnten wir ihm folgen. Aber am Ende wird er sehr eng. Wir benötigen eine Glasfaseroptik, um herauszufinden, ob uns dieser Gang zur Sphinx führt oder nicht. Is connecting us to the Sphinx or not? König und Volk huldigten hier um 660 vor Christus dem toten Gott Osiris. Für sie war der Herrscher über das Jenseits der Garant für ewiges Leben. Nach einer altägyptischen Überlieferung wacht der Erdgott Aka über das Grab des Osiris in Gestalt einer Sphinx. Sie scheint die Schwelle zu hüten zwischen dem Land der Lebenden und dem Jenseits. Immer wieder hat die Wüste die Sphinx fast verschlungen, wie diese Fotos aus dem 19. Jahrhundert zeigen. Der erste, der das Monument in moderner Zeit vom Sand befreit, ist ein Kapitän aus Genua, Giovanni Battista Caviglia. Zwischen den riesigen Pranken macht er 1816 einen großen Fund. Überwältigt von Ägypten hat Caviglia die Seefahrt an den Nagel gehängt und sich aufs Schatzsuchen verlegt. Mit seiner Beute stillt er die steigende Nachfrage vermögender Europäer nach ägyptischen Schätzen. Caviglia findet die Traumstele. Was noch vor der Sphinx im Sand vergraben lag, lässt sich heute nur durch geduldiges Suchen im Ägyptischen Museum in Kairo aufspüren. Im linken Flügel im Erdgeschoss steht Caviglias Schatz auf schmalen Podesten an der Wand. Bei den unscheinbaren Steintrümmern handelt es sich um Fragmente eines meterlangen Bartes, den einst die Sphinx getragen hat. Der Gegenbeweis für Stadelmanns Theorie? Im Britischen Museum in London werden weitere Fragmente aus Caviglias Fund aufbewahrt. Auch auf diesen Bruchstücken ist deutlich ein Flechtmuster zu erkennen. Diese Art der Gestaltung ermöglicht Kunsthistorikern die Datierung in eine ganz bestimmte Epoche. Über 1000 Jahre nach der Zeit der Pyramidenbauer.
Es handelt sich um einen geflochtenen Götterbart, wie er im Neuen Reich en vogue war. Zu Kephrens Zeiten aber war der keilförmige Königsbart in Mode. Der Götterbart, wie ihn die Totenmaske des Tutanchamun zeigt, muss also nachträglich angefügt worden sein. Wer war es, der dem Monument den Bart der Götter verlieh? Immer wieder im Lauf der Jahrtausende ist das Antlitz verändert worden, sagen Archäologen. Spekulationen kursieren bis zum heutigen Tag über die Frage, wer das Gesicht des erhabenen Wächters zerstörte. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Napoleon Bonaparte habe die Nase des Sphinx abschießen lassen. Im Jahr 1797 fasste er den Plan, das Land am Nil zu erobern. Vor den Pyramiden gewinnt er eine legendäre Schlacht. Haben seine Kanoniere das Heiligtum der Pharaonen zerstört? Der korsische General ist von Ehrfurcht für die Vergangenheit des eroberten Landes beseelt. Jahrtausende blicken auf uns herab, soll er beim Anblick der gewaltigen Monumente gesagt haben. Nicht nur Soldaten hat der Feldherr ins Land der Pharaonen gebracht. Mit ihm reist ein beeindruckender Stab von Künstlern und Wissenschaftlern. Sie heben die ägyptische Antike aus dem Staub der Geschichte, sammeln zahllose Artefakte. In Europa lösen ihre Entdeckungen eine beispiellose Ägyptomanie aus. Eine Zerstörung des Sphinx hätte Napoleon wohl kaum zugelassen. Die Zeichnungen seiner Künstler zeigen das Denkmal bereits ohne Nase. Das Ergebnis der Expedition ist die berühmte Description de l'Égypte. Dieses Original wird im Ägyptischen Museum in Berlin aufbewahrt. Ein Heer von Malern und Kupferstechern hat faszinierende Bilder einer versunkenen Kultur erschaffen. Wir müssen wirklich klarstellen, dass Napoleon Bonaparte nichts mit der Zerstörung der Sphinx zu tun hatte. Wir Ägyptologen glauben, dass es ein Sufi im Mittelalter war. Er kam zur Sphinx und stellte fest, dass man sie noch immer als Gott verehrte. Er verabscheute diesen Kult. Er zerstörte die Nase der Sphinx, um den Menschen zu zeigen, dass sie ein Stein und kein Gott war. Ein strenggläubiger Derwisch namens Mohammed Saim el-Dar soll der Sphinx die Nase abgeschlagen haben. Ein fanatischer Bilderstürmer, der Männer anheuerte, um religiöse Irrtümer zu berichtigen. So überliefert es der arabische Historiker Makrisi. Abu Hol nennen die Araber noch heute die Sphinx, Vater des Schreckens. Der Bilderstürmer hat die Sphinx entstellt. Wird es je gelingen, ihre Identität zu enthüllen? Cheops oder Kephren? Wir beauftragen Experten für die Erkennung von Gesichtern mit der Klärung dieser Frage. Wissenschaftler vom Münchner Institut für Rechtsmedizin begutachten und vermessen eine Vielzahl von Fotos. Ihr Ziel ist es, den Grad an Ähnlichkeit zwischen der Sphinx und den beiden Pharaonen zu ermitteln. Bis ins Detail vergleichen die Forscher Gestalt und Größe individueller Merkmale. Kephrens Ohren könnten mit denen der Sphinx übereinstimmen, so die Experten. Bei Cheops dagegen ist die sogenannte Außenohrleiste deutlich dicker und stärker eingerollt. Können wir mal die frontale Ansicht? Doch die zweifelsfreie Aufklärung des Falls ist schwierig, zumal der Sphinx die Nase fehlt. Bis heute ist unklar, wie realistisch die altägyptischen Meister anatomische Details dargestellt haben. Und inwieweit mussten die Bildhauer beim Modellieren der Sphinx etwa die Struktur des Kalksteins berücksichtigen. Zwar spricht auch die breite Unterkieferpartie eher für Kephren als für Cheops, aber es könnte sich auch das Gesicht eines unbekannten Dritten im Antlitz der Sphinx verbergen,
so das Ergebnis der Forscher. Nach Vergleich der morphologischen Gesichtsmerkmale sehe ich zwischen Cheops und der Sphinx doch deutliche Unterschiede, sodass ich da eher tendieren würde zu sagen, dass die beiden nicht identisch sind. Zwischen Käfren und Sphinx sieht es da ein bisschen anders aus. Hier sind einige Merkmale, wie zum Beispiel die Ohren oder auch die Unterkieferregion, die hier doch ein bisschen besser zusammenpasst. Noch immer hat die Sphinx ihr Geheimnis nicht preisgegeben. Bis heute zieht sie die großen Mysterien der Welt magisch an. Und nichts beschäftigt unseren Geist so sehr wie ihr Schweigen. Der Blick durch das Stargate in die Vergangenheit schuf ein neues Rätsel. Es nährt den Mythos von einer unbekannten Zivilisation. Eine Prophezeiung erfüllte eine uralte Legende mit neuem Leben. Von einem Gral des Wissens unter der Sphinx. In ihrem Bildnis haben Menschen zu allen Zeiten nach Erkenntnis gesucht. Immer wieder scheint sie zu sprechen aus den Tiefen der Jahrtausende. Und nicht immer ist klar, ob es kühles Wissen ist oder nur ein Traum im Schatten der Sphinx. Auch am Sonntag wieder, der Antikensommer im ZDF. Ich entziffere die Hieroglyphen. Du wirst sehen. Wir müssen ihn aufhalten. Ramses. Er ist eine Gefahr für die Kirche. Mein Herz schlägt für die Geschichte und die Wahrheit. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Mythos Ägypten, Sonntag 19:30 Uhr im ZDF. Wussten Sie, dass Friedrich Wilhelm III. Diese beiden Damen zu sexy fand? Huch. Wussten Sie, dass Sie all diese und viele andere weltberühmte Kunstwerke hier auf der Museumsinsel bewundern können? Wussten Sie, dass die Museumsinsel eine Welt voller Wunder ist? Das sind viele großartige Gründe, die Museumsinsel Berlin zu besuchen. Retten Sie mit Ihrem Besuch die Insel der Schätze.